Fragen von Ökologie, Biodiversität, Nachhaltigkeit, alle diese Begriffe beschäftigen heute vor allem die Natur- und Sozialwissenschaften, die Naturschutzverbände und die NGOs. Doch alle diese Begriffe, die sind kulturgeschichtlich konnotiert und wecken in uns tief liegende Bilder und Vorstellungen. Und genau diese Bilder und Vorstellungen wollen wir in der Ausstellung zeigen. Die Ausstellung spannt deshalb einen zeitlichen Bogen von der Sesshaftwerdung des Menschen bis in die Gegenwart, also die gesamte Geschichte des Menschen und der Entwicklung der Kultur. Und sie zeigt auf, wie der Mensch seit seiner Sesshaftwerdung die Natur verändert, gepflegt, aber auch ausgebeutet hat. Und dieser ökologische Blick auf die gesamte europäische Kulturgeschichte im Dialog von Vergangenheit und Gegenwart soll ermutigen, zur Bewältigung der aktuellen ökologischen Krise beizutragen. Wir lernen durch die Kulturgeschichte, dass wir Natur und Kultur, Mensch und Natur über Jahrhunderte getrennt haben. Die Ausstellung wird dazu beitragen, genau diese Trennung zu überwinden und zu neuen Ansätzen des Nachdenkens über ein gelingendes Zusammenleben von Mensch und Natur anzuregen. Literatur und Kunst öffnen dabei kreative Imaginationsräume und Experimentierfelder, in denen neue Bilder erprobt werden kann oder uns zeigt, was historisch bereits erprobt wurde. Eine der wichtigsten Konsequenzen aus dem aktuellen Bemühen um ein partnerschaftliches, symmetrisches Natur- und Menschenbild ist die Erkenntnis der Gleichberechtigung von Natur und Mensch. Der Mensch dominiert die Natur nicht. Die Natur ist damit nicht nur länger ein auszubeutendes Objekt, Natur wird vielmehr als Subjekt wahrgenommen, als eigenständiges Wesen mit Rechten, wie ein Mensch sie auch hat. Und diese Ansätze lassen sich bis in die frühe Neuzeit zurückverfolgen. Ich denke an Leonardo da Vinci, Jean-Jacques Rousseau oder Alexander von Humboldt. Wir führen ihre Arbeit weiter. Wir können vieles aus der Geschichte lernen. Wir kriegen keine Lösungsansätze, aber Perspektiven, neue Blicke, die uns helfen, aktuelle Krisen zu bewältigen. Und genau das gilt es mit den großen Themen der Migration, der Natur, Nachhaltigkeit und nächstes Jahr mit dem Thema der Globalisierung anzusprechen. Für mich ist ein Museum kein paradiesischer Ort jenseits der Gesellschaft, sondern mitten in der Gesellschaft. Und wir als Kulturhistoriker, wir können einen sehr fundamentalen Beitrag zu diesen Fragen leisten.